Ein 84 MX, ein langes Fahrzeug für ein Loft, und da muss man direkt mal sagen, es ist die praktisch Generation 2, die wir hier haben, was die Front angeht. Es ist aber innen und außen hat sich eigentlich bis auf die Front und das Heck nicht so viel geändert. Andere Geräte sind drin. Ein Morelo ist ein Morelo, so muss man sagen. Hier ist Stefan Burg, grüß dich. Ja, hallo Sven, grüß dich, hallo. Wo kommt der denn jetzt her? Gibt es eine kleine Historie? Gibt es tatsächlich eine Historie, der kommt aus Litauen, kommt der Wagen hier. Litauen liegt wo? Litauen im Baltikum, liegt unterhalb von Lettland und unterhalb von Estland, oberhalb von Polen. Also da in Richtung Weißrussland die Ecke, Ja, ist das so? ist gar nicht so weit weg da, ja, genau. Ist so. Wie kam es da ran? Das ist eine Kommune, die fahren alle Morelos. Und wenn die ihre Fahrzeuge wechseln, wie jetzt hier, das geht auf den Grand Empire Liner, und dann bin ich immer die Adresse, wo es dann heißt, dann bringen wir den Wagen zum Stefan und dann... Es geht um den unkomplizierten Abverkauf. Das heißt, die wollen damit nichts zu tun haben, nichts mit Garantie zu tun haben, nichts mit der Übergabe, mit den Suchen von den Leuten. Du übernimmst dann auch die Garantie, korrekt? Genau, das ist eine Vertrauenssache eben auch, und das muss man sich erarbeiten, dass man eben das Vertrauen bekommt von den Kunden. Und die können zwar sowas neu kaufen, aber gebraucht ist der Markt in den Ländern dann relativ gering, muss man dann ehrlicherweise sagen. So, ihr habt vorne die Folie nicht neu gemacht, Nein, die ist original. So. der stand immer in der Garage. Hier kann man immer sehen, Ja. also das ist übrigens so ein kleiner Trick bei Morelo. Wenn diese Aufkleber nicht kaputt sind, dann stand er höchstwahrscheinlich in der Garage. Genau, ist so auch nicht hundertprozentig perfekt, weil da siehst du schon irgendwo, nee, doch, ist perfekt. Ist perfekt. Ist nur Kit vom Fenster. Ist nur Kit vom Fenster. Ist wirklich perfekt. So, der ist auch nicht neu aufgebracht worden, der Aufkleber. Ich zeige das mal gerade, weil die kann man gar nicht so genau aufbringen, dass man unten drunter es nicht mehr sieht. So, das heißt, das hier ist mit größter Wahrscheinlichkeit ein Gerade. Es gibt noch einen zweiten Punkt, wo man sehen kann. Das ist das Verbleichen der schwarzen Lackierung. Die ist nämlich, wenn er in der Sonne stand, kaputt. Und hier ist sie nicht kaputt. Ja, genau. Oder entweder ist er nachlackiert oder stand wirklich immer in der Garage, ja. So, aber es sieht nicht so aus, als wäre es nachlackiert, oder? Nee, ist so, wie es war. Also so wurde der Wagen auch wirklich Hier gepflegt. ist noch so ein zweiter Punkt. Das hier wird matt mit der Zeit. Das ist jetzt ein bisschen matt geworden. Das ist okay, aber wäre der draußen gewesen, wäre es komplett Das matt. ist komplett milchig schon fast, ja. So, der ist jetzt nicht auch ultra aufbereitet worden. Das war gar nicht nötig. War nicht notwendig bei dem Wagen, ne? Wir haben innen einmal sauber gemacht, aber der war außen. Gerade einen war Schritt nach links ja. gehst, bitte. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz. Zeige ich mal von der Seite. Also Loft, für alle, die es nicht wissen, es ist quasi ein Palace. Der Zwischenboden ist nicht ganz so breit, also ist nicht ganz so hoch. Genau. Es gibt noch einen Loftliner, da ist er so hoch wie beim Palace. Aber es ist ein sehr kompaktes Fahrzeug. Es hat üblicherweise irre Zuladung. Ja, genau, wie du sagst. Der hat eine wahnsinnige Zuladung, der Wagen. Wir reden jetzt hier von 1,5 Tonnen, 1,7 Tonnen sogar. 1,7 Tonnen. So, und das Thema Zuladung ist beim Loft ultra. Das heißt, oft ist es beim Palace, hat man weniger Zuladung, weil die Fahrzeuge an sich schwerer sind höher, sind breiter. Ja, genau. Ja, Breite hier, was haben wir? 2,35 Meter, 2,40 Meter, Entschuldigung, 2,40 Meter die Standardbreite hier. So, Standardbreite. Ja. Also, tolles Fahrzeug. Da ist natürlich auch ein Iveco Daily drunter. Ja, genau. 8-Gang-Getriebe, ZF-Wandlergetriebe. So, fangen wir mal mit den Basics an. Hubstützenanlage. Hat er. Hat er. So, also was wollen die Leute meistens haben? Also eine 4-Kanal-Luftfederung ist drin. Das ist eine 2-Kanal-Luftfederung. Also Hinterachse ist drauf. Ja, genau. So, das ist übrigens, ich fahre jetzt auch gerade im Moment einen nur mit Hinterluftfederung. Das merkst du im Zweifel, ja, kann man sagen, aber ich war am Anfang auch ein bisschen, ich habe gesagt, der muss unbedingt 4-Kanal haben. Jetzt habe ich eine 2-Kanal, ich habe es gar nicht gemerkt. Ja. Das war Klar, du fährst natürlich ein LKW-Chassis. Ja. Champions League ist natürlich bei einem Daily, wenn du 4-Kanal hast, plus noch Active Air. Es gibt ja ohne Ende, man kann ja alles Mögliche noch machen oder auch immer noch nachrüsten, aber es reicht völlig. LED-Lampen. LED-Lampen, ja. Ja, ich frage, den gibt es ja auch ohne LED-Lampen. Ja. So, das ist mit drin. Dann Gastank. Gastank hat er auch, ja. Gastank hat er auch. 120 Liter, genau. 120. Wir haben ihn mal vorgeheizt, deswegen können wir das sehen. Ja. Also du gibst eine Garantie da drauf. Ja, das ist so auf alles. Ja, genau. Man kann die Garantie verlängern? Man kann die Garantie noch verlängern mit einer Garantieverlängerung, kostet ca. 1.000 € und dann kann man das 24 Monate erweitern. So, Basics Rahmenfenster haben die alle. Übrigens, am Loft-Aufkleber kann man auch sehen, wie er gepflegt ist, weil die fangen an abzubröckeln. Ja, du hast gut recht, ne? Weil ich glaube, wir haben hier nebendran ein Beispiel, wo das schon leicht vergilbt ist, ja.
Ein Credo. Das ist jetzt ein Credo, ja. So, ein Credo-Stehende kam aus Frankreich. Da ist die Sonne ein bisschen härter. Jetzt ist es hier ein Concorde, der da ist. Ein anderes Verfahren, da kann man es nicht so gut sehen, aber der ist noch gar nicht aufbereitet. Den kriegen wir vielleicht demnächst mal. Machen wir dieses Jahr noch eine Runde, ja? Ja, so, Loft ist also drin. Also da könnt ihr es sehen. Lack außen ist top, oder? Top. Ja, top. Also das ist alles soweit so gut. Denn ich kenne dieses Fahrzeug aus dem FF. So ein 78 FX, den ich ja hatte, der da ist. Hier sind auch so Kleinigkeiten montiert. Hier, dass es auch nicht anstößt. Das ist natürlich, da sieht man immer, wer darauf achtet. Ne? Gut, die sind auch Teil eines Clubs, fahren alle Morelo. Zusätzlich zum Gastank, da vorne ist der Umschalter. Ja. Da ist der Umschalter für den Gastank. Habe ich noch mal 2 Flaschen. Ja, Also perfekt. Wenn es kalt wird. Ihr könnt aber vorne noch eine Standheizung, Diesel ginge auch noch, könnt ihr einbauen, nachrüsten. Genau, unser Nachbarbetrieb hier, der macht das regelmäßig. Bosch Postdienst, der macht das für uns und die machen das richtig toll, ja. So, der hat natürlich hier einen Gastankanschluss, der ist hier, er hat die Leichtmetallfelgen drauf. Ja. Da gibt es auch andere Abdeckungen, die man drauf machen kann. Hier könnte, mal gucken, eine Alderheizung mit drin. Relativ unspannend, die Entleerungsszene. Naja gut, aber ich zeige sie mal. Also Festtank, Ja. Klo ist mit drin und ein Festtank für Grauwasser. Ja. Und ein Frischwassertank natürlich mit Spüleinrichtung. Hier ist der alte Outlet, der ist da, auch hier. Der ist weiß, da sieht man also auch sehr schön, ob er in der Sonne stand. Ob er gelb geworden ist oder noch weiß ist, ja. Der könnte ja auch neu sein. Nee, aber wir haben nichts neu gemacht, nee. Ja, da einen kurzen Blick auf den Gastank, dass man es einfach mal sieht. So, Gastank. Der hat ja eine Lebensdauer. Die hatten früher eine Lebensdauer von 10 Jahren oder so, die Gastanks. Ich will nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, mittlerweile sind wir bei 20 Jahren hier 20 angekommen. Jahren. Wir hatten kürzlich auch nach 10 Jahren einen, den wir einschicken wollten. Und Das haben die gesagt, war nicht notwendig. das konnte durch eine Sichtprüfung, durch ein, wer den entsprechenden Gasschein hat, kommt das auf 20 Jahre verlängern. Ja. So, Morelo Aufkleber, auch der ist top. Also das Ding, glaube ich, stand nie in der Sonne. Gut, der scheint auch nie die Sonne im Baltikum. War ein Scherz. Wahrscheinlich im Sommer sogar noch viel, viel länger wie bei uns. Ne? Vom Grad her. So, der hat einen elektrischen Verschluss. Das ist übrigens der Loft Liner, den ich im Moment habe. Der hat hinten Schlösser drauf. Er hat eine Anhängerkupplung, auch ganz wichtig. Legen ganz viele Wert drauf. Er hat die Parksensoren hinten eingebaut. Er hat eine Dual-Shutter-Rückfahrkamera mit drin. Die war damals, gab es die auch als Mono-Shutter, glaube ich. Aber der ist Dual-Shutter. Dann hier große Garage. Die Teppiche etwas unordentlich, aber Die sind dabei. die sind dabei, ja. So, Nichtraucher. Nichtraucher, nein. Okay. So, hier vorne ist noch wahrscheinlich für das Ersatzrad noch eine Abdeckung drauf. Dann, ja, alles wie wir es kennen, hatte Lithium. Ich glaube, er hat nicht. Wir können ja mal gerade gucken. Warte, ich komme auf die andere Seite. Dann schaue ich mal. Das ist übrigens das Heck. Also wenn ihr es seht, das ist ein Loft. Schöner Grundriss. Der 84er, was hat der für ein Bett hin? Ein normales? Ein Queensbett hat der Wagen. Queensbett. Ja. Also hier mal einmal Also Wechselrichter. 1812 von Dometic. Und Batterien sitzen hinten dran. Ich gucke mal gerade, ob ich was. Das kannst du ruhig unten lassen. Erstmal zum Zeigen. Also, können wir später wieder dran machen. Dann gucken wir mal, ob wir was haben. Der hat AGM-Batterien 2x140 Watt. 2x140 So, Ampere-Stunden. Ja, Okay. 240 Watt. Aber das wäre kein Problem, wenn jemand Lithium haben möchte. Die könnt ihr austauschen. Können wir ja austauschen, ja. So, hat Licht hier drin. Ja. Machen wir an. Hallo Stefan. Hi. Er riecht gut. Also das ist direkt immer, wenn ich die Garagen rieche, dann, also es riecht gar nichts. Also Überhaupt nichts. das ist erste, wir hatten nämlich gerade eben ein 17 Jahre altes Raucherauto, da haben wir es auch gesagt. Das war der erste Raucher, den ich je bei dir gefilmt hatte. Ja. Das war so, die Tür geht jetzt zu? Nee, im Moment, die geht zu. Genau so geparkt, dass es zugeht. So, hier waren mal übrigens Aufkleber drauf. Ist ganz interessant, hast du gesehen? Da sieht man die Verfärbung. Da sieht man die Verfärbung ganz leicht. Im Sommer, wenn die Sonne dran scheint. So, wenn Da die nämlich... sieht man tatsächlich dann, was so eine Sonne machen kann, eben an UV-Licht. Ne? So, die stand wahrscheinlich öfter mal auf, Ja. die Klappe. Dann Stauraum hier, Außengasanschluss. So, hier hat er Radkappen drauf. Ah, das sind die Alu-Radabdeckungen gewesen, nehme ich an. Hast du eben Alufelgen gesagt? Ne? Habe ich Alufelgen gesagt. Auch nicht richtig geguckt. Aber es ist interessant. Hier haben wir 230 Volt Einspeisung. Also wie man es kennt, vom Morelo ordentlich gemacht. Okay.
So, hier noch ein kleines Staufass. Und das ist übrigens nicht ganz so hoch wie beim Palace. Aber dafür habe ich Zuladungen deutlich besser als beim Palace. Das kann man eigentlich gar nicht vergleichen. Du hast also bei einem Loft immer per se viel mehr Zuladung. 1,7 Tonnen. 1,7 Tonnen, ja. Und hier kannst du einmal quer durchladen. Ach, wie habe ich meinen Loft geliebt, meinen ersten, muss ich sagen. So kam ich ja zu Morelo. Dann einmal mit der Tür. So, jetzt mal rauf und hier kannst du durchladen. Da hat er noch seinen Auszug auf der anderen Seite. Ne? Hat einen Auszug? Ja, hat einen Auszug noch drin. Mit So, Kisten, ne? also mit Euroboxen, Ja, ein Ladesystem mit das ist drin. wirklich praktisch. So, EP-Hubstützenanlage ist mit drin. Machen wir uns das Licht mal an. Ne? Ja, mach mal an. Ist Licht drin eigentlich? Ja, es wird so langsam dunkel. So, es ist nämlich heute 9. Dezember, drehen wir zusammen mit Stefan The King. Also es ist definitiv ein Nichtraucherauto, denn ich rieche überhaupt nichts. Und du merkst immer, wenn die Heizung an ist, hier ist schön warm drin, dann merkst du, ob da irgendwelche Gerüche drin Wirklich sind. Gerüche mal raus, ja. So, Hubbett ist mit eingebaut. Hubbett ist elektrisch. Ja. Ich hatte vorher ein mechanisches und muss sagen, wenn du morgens aufwachst und drückst das Hubbett hoch, das geht zwar relativ leicht, das mechanische, aber ein elektrisches habe ich mir denn immer gewünscht. Ha, Stefan. Du jetzt wüsstest, wo es ist. Ach so, ja. Das kriegen wir doch raus. Das kriegen wir doch raus. Können wir mal parallel gucken. Das ist doch das geringste Problem. Sagen wir mal, ne? Ja, ansonsten rufen wir mal kurz an bei der Deutschen Gesellschaft für Hubbettenforschung. Da ist es. Also, der Schalter war übrigens Ja, da. 99% ist er hier, ne? Ja, da habe ich noch gesucht. Man Also- also so weit runter, wie die Sitze sind. Ich kann aber auch ganz runter machen. Also was mich auch, also hier keine Verfärbung, keine Vergilbung bei der Matratze. Und die kann man abnehmen, kann die ja auch waschen. Ja. Das ist da Lattenrostsystem mit drin. Okay, fahr nochmal hoch. Es riecht überhaupt nicht. Nee, Kein Opa-Geruch oder. nee, das sind. Ich bin eben selber Opa. Also wenn jetzt alle sagen, hier geht ja gar nicht, dass ich sowas sag. Und ich habe beim Opa gelebt. Ich weiß, wie Opas riechen. Ich habe das dem Vorbesitzer gesagt, da dachte ich, Mensch, das ist ja unfassbar. Und hat er gesagt, ja, wir sind Mediziner und wir, so wie wir arbeiten und so leben wir auch. Und bei uns ist immer alles picobello. Ne? So, hier haben wir abnehmbares Lenkrad, korrekt, ist drin. Dann haben wir Rückfahrkamera, ist mit drin. Dann haben wir hier ein Alpine, das sieht aber ein X8000er. Das könnte das Original gewesen sein, Ja. das damals drin war. Das war gerade so der Zeitraum, ja. So, Aufbau-Klimaanlage ist mit drin. Elektrische Seitenfenster, hat ja wirklich nicht gespart. Nee, das ist eigentlich eine feine Sache. Hast du sie drin? Nee, ich habe jetzt keine elektrischen mehr. Hat aber einen Grund, ich habe sie nie gebraucht und deswegen habe ich sie rausgelassen. Weil alles, es ging bei dem Loftliner, den ich jetzt hatte, es ging ums pure Gewicht. Ja. Also 5 Kilo da, 10 Kilo da. Wir haben ihn wirklich so nackt gemacht, wie es irgendwie ging, weil der Loftliner per se viel schwerer ist. Das kannst du nicht vergleichen. Also das ist so, das ist ein Zuladungswunder. Zum Glück nie gewogen. Aber ich habe ihn gewogen. Also wir haben jetzt 700 Kilo Zuladung gehabt. super, Ja. super. Gut, jetzt kam die Truma-Einbau, dann haben wir die Solar oben drauf gemacht. Also wir haben jetzt noch echte 550 Kilo. Also da bin ich schon mit drin, da ist schon der Tank schon gefüllt und so weiter. Aber hier 1,7 Tonnen, das ist sensationell. Habt ihr den mal auf die Waage gefahren eigentlich? Nee, hat noch nicht auf die Waage gefahren. Nee. Gut. Aber auf Wunsch könnte man das. Ja, natürlich, aber bei der Zuladung, ich glaube nicht, dass den hier jemand mal überladen würde. Ne? Das ist eigentlich total. Ja, du kannst mit allen Tanks voll fahren. Das geht. Sitzplätze, wie viel sind eingetragen? 4. 4. So, also vorne 2 Stück. Dann hast du bei dem Fahrzeug eine relativ lange Bank. Die ist so lang, dass du hier die Beine lang machen kannst. Das ist nämlich so, man kann das Lenkrad hier abnehmen und dann kann man den Sitz ganz bequem noch ein bisschen weiter nach hinten machen. Der Tisch ist in allen Ecken verschiebbar, ist ausklappbar. Ja. So, und dann zeige ich mal gerade, das hier ist auch nicht nur eine Notbank, die man hier hat, sondern eine richtige Bank. Und das kenne ich noch, ja. Das ist das System gewesen mit dem Bose-Lautsprecher, der eben sensationell funktioniert und der Halterung. Ja. Alphatronics, 24 Zoll Fernseher mit drin und ja, sensationell. Eine Alde haben wir mit drin. So, mit Elektropaket. Das heißt, auch hier kann ich dann sagen, 1, 2 oder 3 kW dazuschalten.
Hast schön warm gemacht, 27,5. Das ist die Gastankanzeige. Richtig. Genau, die muss man festhalten, gell? Wie meinst du, die muss man Genau, festhalten? drücken, nee, unten drunter den Knopf drücken und festhalten. Dann fängt sie an hochzulaufen. Sie hat denselben Gastank, aber das kennst du ja. Was du meinst mit dem musst du festhalten? Das wäre eine Fun-Frage gewesen. Ja, das hast du natürlich gewusst. Halb. So. Was ist das hier, nice? Nice ist immer die Markise, die elektrische. Okay. Die ist nachgerüstet, oder? Weil das sieht aus, oder war das damals so? Ich würde sagen, das war so ich blicke nicht durch, warum die mal so aussehen, die Fernbedienungen. So, Die neueste sieht ja ganz anders nochmal aus. So, hier ist das Bedienpanel, das habe ich uns jetzt auch im Loft Liner, genau das gleiche. Da kannst du hier oben auf Programmieren drücken und hast dann, normal hältst du die fest, warte mal gerade. Ja, da ist es. Und jetzt kann man halt ein paar Sachen einstellen, wie Sprache oder auch Setting oder Exit. Cool. Ja, gefällt mir. Sattanlage ist drauf. Ja, natürlich, ja. So, die geht auch in Deutschland, die Sattanlage, weil die ist jetzt aus Litauen. Ja, das Fahrzeug ist ja in Deutschland gebaut worden. Ist ja in Schlüsselfeld gebaut worden. Und es werden ja nicht extra Fahrzeuge gebaut für den litauischen Markt. Mit litauischen Sattanlagen? Nee. Okay. So, da ist die Kaffeemaschine, eine Pixie ist drin von Krups. Dann 2 Spülbecken mit drin, die Standardküche, die ich übrigens jetzt auch habe. Das ist, viele mich jetzt gefragt haben, warum ich die Novell-Küche nicht mehr habe. Habe ich gesagt, ich habe sie nicht gebraucht. Ich habe wenig gekocht, die langt voll und ganz, die ist nicht angeneigt. Dann hast du hier Schubladen. Er riecht gar nicht. Also Nee, es ist So 0,0 Ränder von irgendwas, was mal drin lag. Der ist wirklich Top-Zustand, ja. Ist echt schwierig zu sagen, wenn jemand fragt, sagen wir, ist das ein Top-Zustand? Ja, der ist wirklich im Top-Zustand. Zeig mal den Preis, 199.900 mit einem Jahr Garantie natürlich. Das gibt's so. Ausweisbar. Mehrwertsteuer ausweisbar. Mehrwertsteuer ausweisbar bei dem Das heißt Fahrzeug. inklusive Mehrwertsteuer. Inklusive Mehrwertsteuer. Das heißt, wenn den jemand gewerblich kauft aufs Geschäft, und dann ist das natürlich ein super Schnäppchen. Ne? Die Blumen sind dabei, oder? Da können wir drüber reden, ja. So, 3 Flammen Kochfeld wie heute, da hat sich nichts geändert. Deine Frau hat doch gestern erst Geburtstag gehabt, oder? Ja, das war ein schwieriges Thema. Das Geburtstagsgeschenk hat ihr nicht gut gefallen. Aber ich sage nicht, was ich ihr geschenkt habe. So, Klimaanlage übrigens zeige ich euch gleich, ist am perfekten Ort eingebaut. Großer Kleiderschrank mit drin, mit Beleuchtung. Hier oben ist das Read-Relay für die Beleuchtung. Die ist auch optional, die Beleuchtung. Ja, aber die Ist drin. Das sind alle Unterlagen. Hol mal raus, bitte. Kann man mal kurz reingucken. Alles, was an Unterlagen jemals dabei war, inklusive dem Stick, nehme ich an. Da war früher mal so ein Stick dabei. ist, ja, Bedienungsanleitung ist dabei. immer noch so ein USB-Stick, ja. So, zeig mal, was alles dabei ist. So, als hätte der Kunde das quasi gerade erst abgeholt, oder? Ja. So, die Unterlagen fürs Auto sind dabei. Composite haben wir hier dabei. TÜV hat er auch. TÜV machen wir jetzt neu, ja. Also kriegt neuen TÜV. Müssen wir ja neu machen. Und Dichtigkeitsprüfungen wurden alle gemacht. Also, das ist vorbildlich, oder? Ja. Ich meine sogar, ich gucke mal gerade, wie ich was von Iveco finde. Ich meine sogar zu wissen, wenn ich mich recht erinnere, der ist sogar jedes Mal nach Deutschland gefahren zum Iveco-Service runter nach Schlüsselfeld. Hat es machen lassen. Ja. Mhm. Wie ich es finde. Ansonsten suche ich es raus, aber ich meine, ich bin sicher. Das Handbuch. Aber die Wartung ist ja hier immer nur da. Da ist die Wartung. Also, alles gemacht worden. Jedes Mal nach Bamberg gefahren hier. Ne? Krass. Ja. Ist gut, oder? Laufleistung, was hat er? 41.000. 41 Ja. für Baujahr 16. Ja. Ist der irgendwie zurückgedreht, oder? Nee, ist ja dokumentiert. Ja. Also siehst du die Kilometer, wann die Service gemacht worden sind. Ne? Der hat original 41. Ja, hat er, ja. Baujahr 16. Ja. Und die Service sind immer eben hier gemacht worden auch. Ne? Also er steht gut da. Ja. Hat die wichtigsten Sachen drin. Gut, über die 4-Kanal kann man sich streiten, aber das ist, aber ich sag mal, Gastank mit drin, Klimaanlage mit drin. Wenn das ein Herzenswunsch ist, die 4-Kanal, dann fährt man zum Fahrzeugbau Meier und lässt sie sich noch einbauen. Da ist man aber schnell geheilt, wenn man dann auch die Kosten sieht. Ja. Das ist so, aber wenn man es unbedingt haben, was es ein Wert ist, ne? Das ist ja auch die Frage. So.
Habe ich Schwingsitze vorne auch nicht, oder? Nee, Auch nicht. So, Backofen mit Ober- und Unterhitze, Dometic. Ja. Das ist, guck mal, wie der da aussieht, der Backofen. Als wäre da noch nie was drin gewesen. Aber der war an einmal. Der war an, oben siehst du es ja. Aber ansonsten ist es echt. Aber Top-Zustand. Kühlschrank, da sieht man ja oft, wie gepflegt der ist. Auch der ist wie neu. Da ist sogar noch hier Folie drauf. Guck mal. Ja. Da ist die Folie noch drauf. Ja, da ist die Folie noch drauf. Das ist wie beim iPhone. Ist die Originalfolie drauf? Ja, das ist die Originalfolie, die noch drauf ist. Ja, Ja, lass sie drauf. Der Originalbesitzer kann sagen. Also ich bin ja so ein Typ, ich reiß die immer direkt ab, aber gibt da Leute, die legen da Wert drauf, oder? Ich glaube, das ist eher selten, ja, dass das so. Dass eine Folie noch drauf ist. Ja, toll. Ja. Respekt, ne? Ehrlich. Also, ganz wichtig ist, glaube ich, wenn die Leute den abgeben zum Verkauf, ihr geht damit mit Ehrfurcht um. Das heißt, also klar, dir kann es letztendlich egal sein, wenn jemand bezahlt, ihr wirst den auch verkaufen, aber so Kleinigkeiten, wenn die den gepflegt haben, ich meine, das sehen wir ja alle, dass da jemand Wert drauf gelegt hat, wie ordentlich das behandelt worden ist. Guck mal hier oben, der Lüfter, da ist auch noch der Originalaufkleber drauf, siehst du? Ja, und ich habe noch nie einen Lüfter gesehen, der nicht irgendwo hier eine Polle drin hat oder sonstiges. Ne? Hier ist gar nichts. Sag mal, ist das Auto überhaupt benutzt worden oder stand der? Ja gut, 41.000 Kilometer sind ja schon irgendwo hergekommen. Garage, ja. Aber schon ein perfekter Zustand. Gut, ihr habt auch eine gute Aufbereitung. Also das Queensbett. Muss ich hier sagen, das haben wir ja, ist richtig. Aber das hier, muss man dem Vorbesitzer einfach sagen, tipptopp. Also super gepflegt. Dann hat er oben Velour. Ich habe jetzt auch oben den Velour wieder drin, weil der Vorteil ist, der ist leiser, der Velour, als das Leder. Und viele sagen, ja, hat er auch ein Lederdach? Nein, ich habe ganz bewusst keins genommen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das nächste Bett ein Queensbett wird bei mir. Weil allerdings mit dem Sohn in der Mitte, wir haben ja zu dritt pennen wir dann hier auf der Liegewiese. Das Queensbett ist ganz klar das bessere Bett, wenn du zu zweit unterwegs bist. Du hast den richtigen Nachttisch mit dabei an der Seite, du hast 2 Kleiderschränke. Zeig mal bitte so einen Kleiderschrank. Ja. Der ist zwar klein, aber fein. Da ist ja kein Auto drunter diesmal, ne? Nee, So. aber ich habe doch die einzige Abnutzung, die ich gefunden habe, ist dann doch, aber auch hier, Was denn? da ist die einzige Abnutzung, die ich bisher gefunden habe. Da sind ein paar Farbverfärbung. Farbverfärbungen, das ist das Einzige. Das habt ihr extra drauf gemacht, damit ihr irgendwas gefunden habt. Ja. So, hier ist ein zweiter Fernseher mit drin, eine Dualsat-Anlage. Da sind die. Also es riecht überhaupt nicht, also ich habe es jetzt zum 17. Mal gesagt, weil ich kenne die Fahrzeuge anders, muss ich sagen. Also auch die so alt sind, da hast du immer so einen eigener Geruch mit drin, der nicht negativ, aber es riecht. Aber hier riecht er so wie ab Werk. Ja. Mhm. Kein Mottenkugelngeruch oder sonstiges, nee. Wir zeigen gleich mal die Dusche und da wird euch ein Herz aufgehen. Die Dusche sieht aus, als wäre die aus dem Werk gekommen. Also das ist wirklich so. Und wie schön warm das hier drin ist. Wir haben ja draußen haben wir gerade mal 0 Grad, so plus minus. Auch hier. Haben die den eigentlich geputzt, bevor sie ihn abgegeben haben? Oder das ist wahrscheinlich so, oder? Also wir haben natürlich einmal nachgewischt, aber wir sind ja schon öfters mal Fahrzeuge nach Estland und nach Lettland holen gegangen. Die sind alle gut, oder? Und der Wagen hier wurde gebracht vom Vorbesitzer auch noch. Und der hat ja mit dem Anhänger noch sein Auto noch mitgezogen, ist mit dem Auto wieder nach Hause. Und wir mussten nur einmal nachwischen. Aber mach mal auf bitte hier die Schränke. Dass er da. Aber egal wo du hinguckst, es ist alles wie neu. Wie kommst du an so Autos ran? Das ist wirklich. Das ist sensationell. Aber ich denke, wenn jetzt jemand das kauft, das ist ja für ihn wichtig. Klar, er hat das Gesicht Generation 2, aber ich fand auch das Generation 2 Gesicht sehr schön. Die Dusche, wirklich, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Da ist bis auf, guck mal hier, da unten, da zeige ich euch mal, da ist noch eine ganz kleine Kleinigkeit. Aber jetzt überlegt mal, das Fahrzeug ist aus 16, wurde benutzt, hier haben Leute drin geduscht. Das ist wirklich vom Zustand her sensationell. Und das hier ist nicht original, ne? Ja. Das ist von Kermi ist das hier, also ja. ein normaler Hersteller für Haushaltswaren. Das war mal nach 3 Jahren, ist das mal defekt gewesen und dann ist es eben mit einem richtigen Produkt ausgetauscht worden. Ja. Okay, verstanden. So, komm, wir schießen mal rein. Also ich will es nicht schönreden. Ich meine, klar, das sind hier Werbevideos. Wir, ich sag mal, machen ja ein bisschen Marketing hier für dich.
Aber alles in allem, das ist ein sauberes Auto, oder? Hier kannst du ihnen schön reden, das ist eben so, ne? Gut. Ja, du bist ein ehrlicher Kaufmann. Du bist zwar nicht aus Hamburg, kein asiatischer Kaufmann, aber ihr macht das seit 60 Jahren. Die Leute können mit gutem Gewissen hier sowas kaufen und ihr habt viele Techniker, die können auch noch Wünsche wahr machen. Bei 1,7 Tonnen würde natürlich noch mehr Solar gehen. Hat er Solar? Er hat Solar, aber das sind jetzt nur 2 Platten, 160 Watt Peak, glaube ich, sind es 120, ja. 220. Da kann man natürlich noch deutlich mehr machen. Ne? So, was wichtig ist, ja, ist die Klimaanlage in der Mitte. Denn da ist eine Dometic drin, die man so natürlich an dem Standort optimal nutzen kann. Einmal für Schlafzimmer und einmal für den Wohnraum, oder? Ja. So, da macht man die Tür hinten zu und dann geht es für den Wohnraum optimal. Ja. So, das ist da. Dann, wenn ich den haben möchte, der steht schon im Netz oder ist der... Bin mir nicht sicher, ob er schon im Netz steht. Komm, ich filme das mal ab. Ist das akkurat hier, die Auszeichnung? Wir hatten die letztes sollte Mal passen. Wir haben die Tage einen gehabt, der hat einen Zahlendreher drin, aber das hier sollte passen, ja. Aber nicht im Preis, Zahlendreher. Der Preis hat gestimmt. Der Preis hat gestimmt, ja. So, also runde 40.000 Kilometer, 1,78 Tonnen Zuladung. Also das muss man mal zeigen. Also wie gesagt, da verbürge ich mich nicht dafür, weil da muss er gewogen werden, aber das ist irgendwo. Der hat aber am Schluss jetzt nicht 780 nur. Nein, um Gottes Willen, nee, aber irgendwo in dem Dreh liegt das Ganze, ja. So, also Markise elektrisch, Gasalarm, elektrischer Ultraschall-Parksensoren, hintere Stoßfänger, 240 Watt AGM. Die AGM würde ich tauschen. Also wenn da einer lieb dran, er kann es ja erstmal ausprobieren, ob er klarkommt. Klar, man muss jetzt ehrlicherweise sagen, dass die Lebensdauer von einer AGM bei 8 bis 10 Jahren ist. Und in dem Moment, wo sie mal fällig ist, würde ich auch auf Lithium tauschen. Du hast ja selber auch schon schöne Videos gemacht, welche tollen Lithium-Batterien es gibt für wenig Geld. Also 3-Liter-Maschine mit drin, der Standard Iveco Daily. Ganz wichtig ist die neue Wandlerautomatik mit drin, denn die kamen 2015. Linke Seite, was haben wir hier noch eingebaut? Thermometer? Nein, das ist ein Reifendruck-Kontrollsystem, hat er definitiv nachgerüstet. Aber das ist eine feine Sache, ich kann den Luftdruck sehen. Und was ist das da? Ein Funkgerät? Präsident William ist drin, guck mal. Da ist ein Tracker-Funkgerät drin. Ja, ein Funker, ja. Ja, cool. Also das ist schon mit eingebaut, aber so, als wäre es ab Werk gewesen. Also wirklich definitiv toller Einbau. Ja, wenn ich den haben möchte, 9. Dezember 2022. Ja. Bitte mal reinsetzen. Jetzt reden wir mal Tacheles. Kann ich ihn finanzieren? Ja. So, was steht da mittlerweile davor an Zinsen? Was für eine Zahl? Eine 5? Ja, 5 auf jeden Fall, das ist furchtbar, ja. Da stand mal eine 2 davor also irgendwann hier mal. Steht sogar eine 6 davor. Also das geht in den letzten 2-3 Monaten ging das rasant hoch, ja. Ich kann aber auch teilfinanzieren. Also ja, ich sehe jetzt das hier, habe zum Beispiel, ich habe 80, 100.000 habe ich, will aber jetzt das machen. Laufzeiten, was kann man da finanzieren? Das geht hier noch in dem Gebrauchten. Insgesamt können wir bis 150 Monate gehen. Beim Gebrauchten kommen wir hier maximal auf 120 Monate. Also 10 Jahre. 10 Jahre. Es geht nur darum, dass die Rate etwas niedriger ist. Kaum einer lässt es 10 Jahre durchlaufen. Das wird abgelöst vorher, weil man hat ja nicht Lust dann ewig. Geht das ablösen? Kannst du jederzeit ablösen. So, ja. Der Wohnraumteppich haben wir gesehen, war glaube ich dabei. Der lag hinten drin. Ja, der liegt dabei. Das war bei dem. Und dann hier vorne ist noch ein Getränkefach. Oh, ich habe einen Kratzer gesehen. Guck mal hier, da. Aber da habt ihr einen speziellen Stift, der geht auch weg? Ja, das hier könnte man tatsächlich noch mal relativ gut wegbekommen, ja. Smart Repair, da gibt es einen ganz tollen Wachsstift, der kommt da mit rein, dann ist das komplett weg. Aber ohne deine Taschenlampe hast du nicht gesehen, ne? Ja, ohne Taschenlampe nicht gesehen. Mach mal hier unten auf, bitte, da ist noch ein Getränkefach drin, gekühlt. So, auch das ist sauber. Also tolles Fahrzeug, toller Boden, weißes Leder mit drin. Ja, Creme, ne? Ja. Creme beige, ne? Creme beige Leder mit drin, alles sehr wohnlich. Und das Hubbett natürlich eine tolle Option für Leute, die schnarchen, getrennt schlafen, Enkelchen mitnehmen. Das ist mit eingebaut, aber trotz Hubbett 1,7 Tonnen, das ist eben Loft. Man muss sagen, heute die Autos auch schon wieder schwerer, noch mehr Abgasreinigung, da schlägt sich dann nieder. Also ich sag mal, je älter die Fahrzeuge sind, desto mehr Zuladung hast du, oder? Wenn du ganz zurück in die Zukunft guckst, in die Zukunft zurückguckst, in die Vergangenheit, da siehst du manchmal Zuladungen, das ist ja irre, ne? Was du früher auf 3,5 Tonnen bauen konntest.
heute gar nicht mehr möglich. Da soll ja demnächst 4,25 kommen. Ich glaube, das wird auch ein Thema werden für die kleine Klasse. Hier bewegen wir uns ja ganz klar im C1, im C-Führerschein. In Litauen, die haben wahrscheinlich alle den nachgemacht, den LKW, oder? Ist das da nicht so wild? Kann da jeder alles fahren? Nee, die haben es nachgemacht. Also die sind nicht so verwöhnt wie bei uns mit dem alten Zweier-Führerschein. Alten Dreier-Führerschein, und da musst du dann eben Führerschein machen. Ja, ihr seid in Saarbrücken, das Ganze heißt Wohnwagen Vogt. Ihr seid ein alter Händler, 60 Jahre. Du bist dritte Generation. Der Opa hat es, glaube ich, gegründet. Nein. Nee? Der Vogt war das, und mein Papa hat seine Ausbildung hier schon gemacht. Also Papa, der Vogt hat es gegründet. Dein Papa hat die Ausbildung gemacht und Übernommen, gekauft. du machst es jetzt in eigener Regie seit ein paar Jahren? Wie lange? Geschäftsführer schon seit 10 Jahren und die Hauptanteile der Gesellschaft, Anteil der Gesellschaft seit 8 Jahren und Hauptgesellschaft seit 5 Jahren. Ja. Also du machst das, seitdem du Anfang 20 schon bist, ja. War das schwer am Anfang als junger Mann, sich da durchzusetzen? Oder? Ja und nein, ne? Aber es hängt ja letztendlich an dir selbst, ob du wahrgenommen wirst. Und Nein, gut, ihr habt ja viele Leute hier, da sind ja viele deutlich älter als du, oder? da waren welche dabei, die haben mich am Arm gehabt als Kind, ja. Ja, so ist das. Aber ihr habt es hinbekommen. Das Ganze, ihr sucht zurzeit noch Kfz-Mechatroniker, also ganz händeringend. Schreiner, Handwerker. Im Prinzip jeder, der begeistert ist an dem, was wir hier machen und ein guter Handwerker ist, ein Allrounder, der darf sich jederzeit bei uns bewerben. Wir möchten ein paar Leute noch einstellen. Also das Ganze natürlich männlich, weiblich, divers. Geht auf die Seite drauf. Habt ihr so eine Jobrubrik eigentlich? Nee, haben wir momentan nicht. Nee, wir machen es jetzt mal so auf die Art und Weise. Na, guck mal, was bei rauskommt. Also toller Wagen, 199.900, 9. Dezember 2022 mit Stefan Buhr. Danke Stefan, ciao. Gerne.